In diesem Video nähen wir gemeinsam diese süßen Kosmetiktaschen. Ich habe die schon ganz oft auf Pinterest gesehen und habe dann gedacht, die will ich unbedingt nachnähen. Und der Stoff ist gequiltet, also den bereiten wir in diesem Video noch vor, um halt dieses Quiltmuster und diesen bisschen dickeren Stoff zu erzeugen. Das Schnittmuster für die Kosmetiktasche habe ich dir in der Infobox verlinkt. Und Achtung, die ersten 30 Kommentare bekommen das Schnittmuster von mir kostenlos. Einfach kommentieren und dann schick mir einfach kurz auf Instagram eine Nachricht, dass du kommentiert hast mit deiner E-Mail-Adresse und ich schicke dir das Schnittmuster zu. Ja, ansonsten brauchst du auch gar nicht so viele Materialien. Ein paar Stoffreste, 50 cm, jeweils vom Außenstoff und dann noch für das Futter. Das wird nämlich mit einem Futter genäht. Dann brauchst du einen Reißverschluss. Ich habe hier eine Version mit einem Kunststoffreißverschluss genäht, einen Nylonreißverschluss und eine Version mit einem Metallreißverschluss. Ich glaube, ich finde die mit dem Metallreißverschluss sogar ein bisschen schöner und hochwertiger. Und bevor wir jetzt mit dem Zuschnitt oder dem Nähen beginnen, bereiten wir erstmal den Quiltstoff vor. Falls du ein Bügelvlies benutzt, dann kannst du das Vlies jetzt erstmal aufbügeln auf den Hauptstoff. Das machen wir nicht auf dem Schnittteil, sondern erstmal auf einem Rechteck. Du findest dafür ein Schnittteil auf dem Schnittmuster oder auch einfach die Maße, falls du das selbstständig zuschneiden möchtest. Und dann markieren wir uns die Quiltnähte mit einem Trickmarker auf dem Stoff. Ich liebe hier diesen Trickmarker, den kann man nämlich später ganz einfach wieder abwaschen. Ansonsten kannst du aber auch ein bisschen Schneiderkreide nutzen. Und ich arbeite jetzt hier in dem Fall mit einem normalen Vlies, das nicht aufgebügelt wird. Deshalb stecke ich mir das jetzt erst noch richtig gut fest mit ein paar Nadeln und Klammern und fange dann an, meine Quiltnähte abzunähen. Das mache ich mit einem Geradstich und versäubere die Nähte auch am Anfang und am Ende. Der Abstand ist jetzt hier 2 cm, aber du kannst hier natürlich komplett kreativ arbeiten. Also vielleicht denkst du dir auch ein neues Muster aus, wie du möchtest. Aber vorgesehen im Schnittmuster sind jetzt hier 2 cm Abstände und diagonale Nähte. Und wenn du das mit deinem Stoff gemacht hast und mit dem Muster zufrieden bist, erst dann fangen wir an, den Stoff zuzuschneiden. Dann nimm dir jetzt dein Schnittmuster und schneide das Hauptteil auf deinem Quiltstoff zu. Optional kannst du die kleine Lasche auch aus dem Quiltstoff zuschneiden oder aus einem normalen Stoff. Ganz wichtig ist wie immer, dass du die Markierungen hier übernimmst. Das sind kleine Knipse und die sind später beim Nähen sehr wichtig. Schneid die Knipse innerhalb der Nahtzugabe, also zum Beispiel 0,5 cm ein. Und damit sich die Quiltnähte jetzt nicht in den nächsten Schritten auflösen, nähe ich das Schnittteil jetzt einmal ringsherum innerhalb der Nahtzugabe, also ungefähr 0,5 cm vom Rand ringsherum ab. Das kannst du einfach mit einem Geradstich machen. Dann können wir mit der Nähanleitung beginnen. Starte mit deinem Vorderteil bzw. deinem Hauptteil der Kosmetiktasche und leg den Reißverschluss rechts auf rechts darauf. Du siehst, ich nähe hier mit einem sehr großen Reißverschluss, weil ich keinen passenden Reißverschluss hatte, aber das ist kein Problem, das wirst du später sehen. Den können wir nämlich ganz einfach kürzen. Markiere dir jetzt hier den Nahtanfang und Nahtende mit 1 cm Abstand zum Rand. Den brauchen wir nämlich gleich noch. Und jetzt ist ganz wichtig, dass du hier mit einem Reißverschlussfüßchen nähst. Den setze ich hier in meine Nähmaschine ein. Und das ist nicht optional, sondern wirklich wichtig, damit gleich das Schnittmuster auch gut aufeinander passt. Ich nähe jetzt hier so nah wie möglich an meinem Reißverschluss und beginne und stoppe 1 cm vor dem Rand der Kosmetiktasche. Leg jetzt das Futter rechts auf den Hauptstoff und der Reißverschluss ist jetzt dazwischen. Und wir nähen jetzt nochmal genau über die erste Naht von eben. Ich markiere mir hier auch wieder meinen Nahtanfang und mein Nahtende, damit da wieder 1 cm übersteht und nähe jetzt genau über die erste Naht. So sollte das jetzt aussehen. Vergiss nicht, den Nahtanfang und Nahtende zu versäubern. Klapp das Ganze jetzt auf und dann kannst du das Hauptteil und das Futter ganz knappkantig am Reißverschluss absteppen. Aber auch hier wieder den 1 cm am Nahtanfang und am Nahtende überstehen lassen. Ich nähe auch hier wieder mit meinem Reißverschlussfüßchen, damit ich schön nah und sauber absteppen kann.
Und das wiederholen wir jetzt für die andere Seite. Ich lege jetzt meinen Hauptteil rechts aufeinander und damit auch auf die rechte Seite des Reißverschlusses. Markiere mir auch hier wieder die Naht und die versuche ich auch identisch mit meiner vorherigen Naht, also auf der anderen Seite des Reißverschlusses zu halten. Und nähe das Ganze wieder knappkantig mit dem Reißverschlussfuß ab. Und genau so verfahre ich dann auch mit meinem Futterstoff. Wende das Ganze so, dass das Futter rechts aufeinander liegt und nähe auch das am Reißverschluss fest. Ich markiere mir jetzt hier wieder meinen Nahtanfang und mein Nahtende und nähe jetzt auch hier wieder knappkantig den Futterstoff und den Hauptstoff zusammen. Das wird jetzt hier ein bisschen friemelig. Am besten machst du den Reißverschluss auf und wurstelst so ein bisschen rum, damit du das Ganze gut abnähen kannst. Nähe hier am besten langsam, damit du nicht aus Versehen von unten ein Futterstoffende oder Hauptstoff noch aus Versehen mit einnähst. Und so sollte deine Kosmetiktasche bis hierhin aussehen. Ich wende die Tasche jetzt auf links und der Reißverschluss liegt jetzt in der Mitte, der Hauptstoff und der Futterstoff jeweils rechts aufeinander. Jetzt schließen wir die Seiten und zwar separat voneinander. Ich stecke mir jetzt hier zuerst meinen Futterstoff nach hinten weg, damit ich nur den Hauptstoff schließen kann. Auch hier nutze ich wieder mein Reißverschlussfüßchen, um ganz nah an die Naht heranzukommen, damit man das auch richtig schön schließen kann. Wenn du einen Plastikreißverschluss vernähst, kannst du den übrigens am Hauptstoff mit festnähen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber könnte man machen. Ich befestige den jetzt gleich im nächsten Schritt. Wenn du einen Metallreißverschluss einnähst, dann kannst du den jetzt hier nicht festnähen. Den würde ich dann auf jeden Fall zurückstecken und dann gleich nochmal separat befestigen. Und genau das wiederhole ich jetzt mit dem Futter. Ich stecke mir jetzt hier meinen Hauptstoff nach hinten weg mit ein paar Klammern und dann siehst du hier ein paar Knipse. Und die markieren dir, wie genau du vorher genäht hast. Die sollten hier genau mit der Nahtzugabe aufeinandertreffen, dass dazwischen der Reißverschluss ist und alles aufeinander passt. Jetzt setze ich nochmal mein normales Nähfüßchen ein, denn mein Futterstoff, der franzt so ein bisschen aus, deshalb nähe ich den nochmal kurz mit einem Zickzackstich ab. Ja, und all die Schritte kannst du jetzt für die andere Seite wiederholen. Auch hier starte ich mit dem Hauptstoff, stecke mir das Futter und den Reißverschluss erstmal zurück und nähe wieder mit meinem Reißverschlussfüßchen. Und genauso kannst du dann auch wieder mit dem Futterstoff vorgehen. Und wenn du beide Seiten zugenäht hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo du deinen Reißverschluss gegebenenfalls kürzen kannst. Falls du mit einem Plastikreißverschluss nähst, den kannst du ja einfach mit der Schere durchschneiden. Und um sicher zu sein, dass der gleich nicht aus der Naht rausflutscht, nähe ich den hier nochmal mit einem Zickzackstich an meinem Hauptstoff fest. Optional findest du ja auch noch so einen kleinen Griff auf dem Schnittmuster. Das kannst du einmal der Länge nach falten und die offenen Kanten nach innen bügeln und dann knappkantig von beiden Seiten abnähen. Und dann machen wir weiter mit den offenen Ecken. Aber bevor wir die zunähen, stell nochmal sicher, dass der Reißverschluss offen ist, denn sonst können wir die Tasche gleich nicht wenden. Ich starte mit dem Hauptstoff und lege mir die Ecken, so wie du das hier im Video siehst, rechts aufeinander und schließe die mit einem Geradstich. Das mache ich mit allen 4 Ecken des Hauptstoffs, aber Achtung, wenn du den Griff anbringst, dann findest du auf einer Seite der Ecken noch 2 Knipse, die markieren dir, wo du den Griff einsetzen musst. Leg den einmal zwischen die beiden Lagen und schließ die eine Seite und dann kannst du den Griff auf der anderen Seite wieder rausholen und auch hier findest du wieder 2 Knipse, damit du den gleichmäßig auf beiden Seiten platzieren kannst. Und dann kannst du auch die Seite einfach mit einem Geradstich schließen.
Und all die Schritte wiederholen wir jetzt noch für den Futterstoff, aber hier lassen wir eine Ecke offen, denn das wird jetzt unsere Wendeöffnung. Denn damit ist die Tasche auch schon fast fertig. Du kannst jetzt, sobald du alle 3 Ecken geschlossen hast, die Tasche durch die Wendeöffnung wenden und dann auch einmal durch den Reißverschluss und dann sollte die Tasche so aussehen. Überprüfe jetzt einmal, ob dir das so gefällt, ob du mit dem Ergebnis zufrieden bist und wenn ja, dann falte die offenen Kanten nach innen und schließ die Wendeöffnung knappkantig von außen. Ich entferne jetzt noch alle Markierungen von meinem Trickmarker einfach mit einem feuchten Lappen, das geht super easy. Und dann kannst du optional noch, damit die Tasche sich schöner öffnen und schließen lässt, ein kleines Band in den Reißverschluss einziehen. Entweder nimmst du da eine kleine Kordel oder du kannst dir noch aus dem Reststoff ein kleines Band selber nähen, so wie ich das hier gemacht habe. Und damit kannst du den Reißverschluss einfach besser ziehen und das sieht süß aus. Ich hoffe sehr, deine Kosmetiktasche gefällt dir. Falls ja, like gerne das Video oder schau mal auf dem Kanal vorbei. Vielleicht hast du ja Lust, noch ein paar weitere Projekte mit mir gemeinsam zu nähen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns zu einem neuen Video.